Hallo und herzlich willkommen zu unserem Business Tapas. Business Tapas sind kleine Wissenshäppchen kostenfrei serviert, die Appetit und Lust auf mehr machen sollen. Mehr unternehmerisches Wissen für mehr Wohlstand, weil jeder Unternehmer seine eigene heile Welt verdient hat. Und übrigens, in der Beschreibung hier zum Video findet ihr auch den Link zur Unternehmer Online Akademie. Schaut mal nach und findet noch viel mehr Business Tapas zu verschiedenen Themen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema, geht es nochmal um das Thema Bewerbertraining für Unternehmer, weil nach der letzten Ausgabe der Business Tapas zu dem Thema kamen so viele Rückfragen von euch, dass ich das Thema jetzt nochmal vertiefen will. Also, ihr erinnert euch, der Prozess, um neue Mitarbeiter zu finden, ist komplex. Erstens, Stellenbeschreibung erstellen. Wichtig, weil ihr ja Klarheit braucht, warum ihr eine Stelle besetzen und bezahlen wollt. Zweitens, Anzeige schalten. Am besten eine, die eine Geschichte ist und damit auffällt. Und drittens, Recruiting-Video drehen. Das ist die Königsdisziplin. Gute Firma mit guter Erfahrung suchen. Und dann viertens, ordentliche Karriereseite auf eurer Webseite, damit die Bewerber dann auch die Möglichkeit haben, ziemlich einfach eine Bewerbung abzuschicken. Und dann braucht ihr noch einen Einarbeitungsplan, den müsst ihr erstellen, damit der neue Mitarbeiter, der eingearbeitet wird, wo das ganze Team auch mithilft, von Anfang an erfolgreich ist. Einige von euch wollten wissen, was ich mit einer Karriereseite gemeint habe. Und naja, das ist eigentlich nichts weiter als eine Landingpage. Also eine Unterseite auf eurer Website, die speziell dem Thema Bewerbung gewidmet ist. Also wisst ihr noch, früher hieß das mal so offene Stellen. Und dort wurden kurz die offenen Stellen beschrieben, die im Unternehmen zur Verfügung stehen. Und der Bewerber musste dann aber trotzdem auf klassischem Wege sich bewerben. Er musste ein Anschreiben machen, einen Lebenslauf schreiben, Zeugnisse ausdrucken, alles zur Post bringen und dann abwarten, bis irgendwas passierte. Ich empfehle meinen Unternehmern heutzutage, dass diese Unterseite auf ihrer Webseite neu gestaltet wird, also eine Karriereseite, auch als kleines Unternehmen. Als Bewerber finde ich es nämlich super, wenn ich mehr über die Firma und über die Menschen in der Firma erfahren würde, also so eine Art Image-Video. Was macht die Firma, welche Menschen arbeiten dort, wie geht es dazu? Ich fände es auch super, wenn ich mehr über meinen Job erfahren würde, für den ich mich bewerbe. Also wie sieht mein Arbeitsplatz aus, was muss ich tun, wer unterstützt mich oder wen unterstütze ich? Und dann wäre es super, ich könnte meinen Lebenslauf oder meine Qualifikationsnachweise direkt hochladen, ohne jetzt großartig Stress zu haben. Und dann vielleicht noch 2, 3 Fragen zu mir oder zu meinem Interesse für diesen Job beantworten. Fix, fertig, aus, simpel, nichts ausdrucken, nicht zur Post laufen, kein Papier verschicken. Das fände ich cool. Aber was nützt so ein moderner und einfacher Bewerbungsweg, wenn die Realität hinterher eine ganz andere ist? Also was, wenn der Chef oder die Chefin im Video total sympathisch rüberkommt, aber die Realität dann ganz anders aussieht? Also stell dir vor, live erlebt, du bist Metaller und du hast eine Firma mit 30 Leuten. Du stehst noch an der Maschine, weil gerade was passiert ist und dein Blaumann ist verdreckt. Und dann kommt deine Frau in die Halle und schreit, hey, da ist der Bewerber da. Jo, du bist in Gedanken bei der Lösung des Maschinenproblems und sollst dich aber gleichzeitig auf den neuen Bewerber einstellen, den du dringend brauchst. Aber du hast gerade keine Nerven dafür, denn du bist in Gedanken immer noch an der blöden Maschine. Ergo, der Bewerber merkt das und das Gespräch endet nach 10 Minuten, weil er fühlt sich nicht ernst genommen. Geld für ein cooles Video oder für so eine Landingpage kann man sich in so einem Fall sparen. Ergo, ihr müsst als Unternehmer lernen, wie ihr solche Gespräche richtig führt. Oder wie ihr euch darauf vorbereitet oder ihr delegiert das Ganze von Anfang an. Ihr müsst ja nicht alles selbst machen. Ihr habt ja auch Kollegen, Mitarbeiter und Angestellte. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann abonniert einfach meine Unternehmerinfos und den Link findet ihr natürlich im Kommentar. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Aus meiner Erfahrung müsst ihr euch mit dem Weg beschäftigen, den ein Bewerber bei euch im Unternehmen gehen muss. Also von wir suchen jemanden bis zu Probezeit erfolgreich beendet, weil das ist der komplette Bewerbungsprozess. Wenn ihr diesen Weg mal aufschreibt, dann merkt ihr schon beim Schreiben, wo es hakt oder wo was fehlt oder wo was unlogisch ist. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr weiterhin Stellen klassisch ausschreiben, wenig Bewerbung bekommen und eine hohe Fluktuation im Team haben. Und welcher Unternehmer will das schon? Also jeder von uns will doch ein stabiles, gut zusammenarbeitendes Team haben, oder? Spoiler, wir machen das natürlich regelmäßig mit Unternehmern hier in der Region. Also wir laden so 6 bis 8 Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen ein und gehen mit denen den kompletten Prozess durch. Das dauert so Pi mal Daumen 4 Stunden, kostet nicht die Welt. Aber einer der teilnehmenden Handwerker sagte letztens zu mir, dümmer kann ich nicht werden. Und da hat er recht. Und ärmer eigentlich auch nicht, denn die 500 € sind gut investiertes Geld,
wenn der neue Weg hinterher immer konsequent angewendet wird. Also, falls wir euch auf die Warteliste für die nächste Einladung nehmen sollen, kurze Info an mich. Habt ihr euch amüsiert? Habt ihr euch erkannt? Seid ihr nachdenklich geworden? Dann schaut euch die anderen Business Tapas Videos an und abonniert den YouTube-Kanal Unternehmer Online Akademie. Den Link findet ihr unter diesem Video. Und keine Angst, von Business Tapas wird man nicht dick, nur reich. Macht was draus.